wir sind vollzählig. Kalle Sauerland, wir haben einen großartigen Boxabend erlebt mit einem tollen Arthur Abraham, mit einem tollen Gegner. Ihr Resümee bitte. Ja, ich kann mich nur dazu anschließen. Also es war ein toller Kampf. Alles, was man im Kampf sehen will. Sport auf Augenhöhe. Super Leistungen von beiden Seiten. Von uns natürlich für mich die beste Leistung, boxerisch, das Arthur Abraham je gebracht hat. Die Vorhand, Uli Wegner, Hut ab, ein Meisterstück. Diese Vorhand war einfach, hat man gesehen, was man 10 Jahre dann gearbeitet hat. Die Publikum, einfach sensationell, beide Seiten, natürlich die Engländer und die deutsche Fans. Ganz tolles Publikum hier in Kiel, wie immer. Und auch Hut ab Paul Smith, also der hat wirklich gekämpft wie ein Löwe und war ein toller Kampf. Danke Kalle Sauerland. Eddie Hearn, Ihr Schützling hat, wie Kalle es eben schon gesagt hat, einen großen Kampf gemacht. Warum hat es am Ende nicht gereicht? Eddie, your prodigy, put up a great fight, but why couldn't he win, or why did he not win? Yeah, first and foremost, I thought it was a great fight. Arthur's a great champion, and thank you to Arthur and Kalle for giving us this opportunity. I think the response from everybody says it all. I thought it was a close fight. When I got in the ring, I felt we're out here, and I expected Arthur to get a decision, to be honest with you. But the way that the judges scored that fight is disgusting. I mean, some of the messages that we're getting from back home, I'll read one out. Everyone will know him well, Carl Froch. Smith clearly won that fight. He outworked Abraham and landed with more shots throughout. Excuse my friends, piss take decision, however you look at it. If you can say he lost by a round, I would understand. Again, excuse my language, it's bullshit. Smith landed more punches from start to finish and won the fight, simple as that. Judging is subjective. If Arthur scored 115, 114, 115, 113, sometimes you take it on the chin, but so wide is just not right in the sport of boxing. We will be appealing to Paco Balcazar, the WBO, not for an immediate rematch because we do not feel that will be granted. We know how the system works, but we feel that Paul Smith should be installed as the immediate mandatory for Arthur Abraham. He hasn't had a mandatory for a while. I'm sure we're going to have some competition. We'd love to do the fight again. It was a very, very close fight, whichever way you look at it. I know there's 30 or 40,000 Scousers that would now come out to watch that fight. Kalle's doing a lot of work in the UK right now. If Arthur fancies a little trip, there's a lot of money to be made. But you know, it was a great fight, and we just feel that through the performance, and I don't want to sit here and say this and that, but from the performance and the way the fight went, in the record books, he will not get the respect he deserves for the closeness of the fight. That's all. Also erstmal danke, dass uns diese Chance gegeben worden ist, dass Paul Smith diese Chance gegeben worden ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein recht enger Kampf gewesen ist und deswegen, ich fand es völlig unverdient und komisch, dass hier ein Punktrichter das 119 zu 109 hatte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte gedacht, Arthur, das war ein enger Kampf und Arthur hat vielleicht mit einem 1 oder 2 Runden Vorsprung gewonnen, aber was denn dabei rauskam mit den 119, 109, verstehe ich nicht. Und Carl Froch hatte mir bei Twitter geschrieben, dass das absoluter Mist war. Ich werde jetzt nicht weiter sagen, was er gesagt hat. Sag zu Frankfurt soll eine Brille tragen. Carl Froch should wear glasses. He won every round against you. Ja, aber wie gesagt, der Kampf war eng gewesen. Wir finden, dass Paul Smith es verdient hat, zumindest nochmal so eine Chance zu bekommen. Wir möchten kein direktes Rematch haben, keinen direkten Rückkampf, aber wir möchten den WBO-Präsidenten darum bitten, dass Paul Smith als nächster Pflichtherausforderer eingesetzt wird. Arthur hat eine Zeit lang keine Pflichtverteidigung gemacht. Also denken wir, wäre es verdient, wenn er nicht den nächsten macht, aber zumindest die nächste Pflichtherausforderung Paul Smith zusteht. Alles klar, vielen Dank Eddie Hearn. Wir kommen jetzt zu Arthur Abraham und viele meiner ehemaligen Kollegen haben gesagt, das war
mit Abstand die beste Leistung in den letzten Jahren. Viele haben sogar noch mehr Runden für Sie gesehen. Was sagen Sie zu dem Kampf? Ja, ich habe geboxt, so wie mein Trainer gesagt hat, viel Führungshand gemacht. Ich wollte ihn nicht so knapp kommen lassen. Und dann zum Schluss wollte ich ihn K.O. schlagen, deswegen habe ich ihn ein bisschen schlagen lassen. Habe ich gesagt, soll ein bisschen schlagen. Dann schlage ich ihn danach K.O. Aber hat nicht geklappt, war ich zu verkrampft. Aber ich habe mit links, mit Führhand dominiert den Kampf. Von Anfang bis zum Schluss. Ich habe jeden seinen Schlag gesehen. Also, natürlich, er ist auch ein guter Boxer, darf man nicht unterschätzen. Er ist kein Schwacher, kann auch sehr hart schlagen, muss ich sagen. Aber zum Schluss, ich war der Bessere und ich habe gewonnen und ich bin sehr glücklich. Danke, Arthur Abraham. Paul Smith, wie haben Sie den Kampf gesehen? I won that fight, and I'm not changing my view on that. At the end of the day, I was going back and I wasn't losing the rounds. They weren't, you know, Art is this big, fearsome punch, and he didn't hit me once in the fight. He's, you know, I felt I belonged at that level, and I felt I outworked him. I threw more punches, I landed more punches. You know, he's got a good jab, but we knew that coming here. But I've got a good jab as well, and I felt I kept him at bay with that jab. And you know, I know going home tonight and putting my head on that pillar that I won that fight, and will Arthur, as a true champion, do the same. You know, if he feels he's won that fight, then every credit to him. But you know, I don't, and I think it's just one of those things. All I wanted was a fair crack of the whip. The German people have been absolutely fantastic to me and my family all week, even in like the press conference when we flew over. But the judging's notified for it in Germany. It's noted for it. It's you know, I don't even know the right word to use it to translate to yourself. No, I understand that, but you know what? 119, 109, Kalle. You know your boxing. I understand that. All I wanted was a fair crack of the whip, and I don't feel I got it. No, I just don't feel I got a fair crack of the whip. At the end of the day, I believe. World Championship here, and Sky had him ahead, right? Valor ahead at the time. Say what you want, but I'm just saying it's not a German problem. It's a ridiculous thing to say. I didn't say it was a German problem. I said the German people have been great, but I've been robbed in Germany, in my opinion. That's my opinion, and I'd love a chance to put it right and to do it right, and why not? You know, if as I say, me going home tonight, I feel like I won that fight, and if Arthur feels that, then more fool him. Also ich finde, dass ich den Kampf gewonnen habe. Wenn ich heute Nacht nach Hause gehe, oder wenn ich mich heute Nacht schlafen lege, dann weiß ich, dass ich den Kampf gewonnen habe. Arthur wird genau dasselbe tun als Champion. Er wird auch fühlen, dass er gewonnen hat. Aber okay, wenn das so ist, dann ist es halt so. Aber ich fühle einfach, ich war aktiver gewesen, ich habe mehr getroffen, ich habe ihn mit meinem Jab auf der Distanz gehalten. You know, first things first, I massively respect Arthur Abraham. It was a pleasure to share the ring with him. I'd love to do it again, and this is nothing against Arthur Abraham. We had a great fight. I like him as a fighter, as a man. I've got no problem with him whatsoever, and I wish him all the very best. Also natürlich respektiere ich, Arthur ist ein großer Champion, und wenn er mir die Chance gibt, würde ich gerne nochmal gegen ihn boxen. Und wie gesagt, das hat alles hier nichts mit Arthur Abraham zu tun. Aber ich möchte halt nur nochmal sagen, dass das Ergebnis, was hierbei rausgekommen ist, diese 119, 109, ich verstehe das nicht. Und wie ich zu Kalim gesagt habe, natürlich ist es kein Problem, kein deutsches Problem in dem Sinne, weil keine deutschen Ringrichter da waren. Aber ich habe gefühlt, dass ich in diesem Kampf benachteiligt worden bin. Und, aber ich möchte noch mal eins dazu sagen zu den Menschen in Deutschland. Also ich war jetzt die ganze Woche hier gewesen. Ich habe eine unheimliche Unterstützung bekommen. Die Leute auf der Straße haben mich angesprochen, wollten Autogramme. Jeder hat mir Glück gewünscht. Also ich muss sagen, das war echt Fair Play von den deutschen Fans. Und es wäre schön, wenn ich nochmal die Chance bekomme, gegen Arthur um die WM zu boxen. Sag ihn jederzeit. You can fight him whenever he likes. Okay, vielen Dank, Paul Smith. Joe Gallagher, wir haben hier unabhängige Punktrichter, die den Kampf alle drei eindeutig gesehen haben. Vielleicht der eine etwas zu deutlich, das ist eine Ermessenssache, aber die anwesenden Journalisten waren auch der Meinung, dass das absolut in Ordnung geht, auch in der Höhe. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Joe, we have 3 unofficials on ringside who have their subjective decision to make about the fight, but how did you see the fight? First of all, I want to congratulate Arthur Abraham on his win tonight.
I don't agree with it, but I'm pleased to hear that it was the best Arthur Abraham that fought. There's no excuses, and I knew well he'd come and train and be the best, and I thought that was the best Arthur Abraham I've seen for a good while myself. The three judges, well, the Spanish guy, he needs to go to Specsavers first thing in the morning and get some glasses, because I don't know what he was watching. He must have been on his phone all night. Listen, Paul Smith, my man, had it level after around 10 rounds. Paul Smith won the 11th. Arthur won the 12th, and I thought, Joe, we might have this by 1 or a draw, but it's not so much decision, and as much as like I thought Paul won, it's everyone. And Cal, you can't sit there and think to yourself, Arthur won 11 rounds. Hand on heart, you've got to. I know one judge scored at 11. One judge scored at 11-1. No, I'm just saying one judge scored at 11-1. That's just the thing. And listen, we had no problem with officials. I think one worked Arthur's fights before. One judge done it 3 times. The American ref done once. No problem whatsoever. But listen, Arthur's a fantastic champion. He's a great man. He's just said he'll give Paul the rematch, and I thank him very much for that. And listen, I think tonight everyone was a winner at home who watched that fight. It was a great fight between 2 hard, strong, competitive men, and both really need saluting for the performance that they put on there tonight. And listen, everyone have a break and we'll get back into camp, and we'll look forward to the rematch. Also erstmal möchte ich sagen, dass es natürlich ein super Kampf war. Ich danke auch allen. Arthur ist ein super Champion. Und ich freue mich besonders, dass selbst Arthur sieht, dass es heute die beste Leistung war, die er in den letzten Jahren abgerufen hat, weil daraufhin für so einen Arthur Abraham haben wir trainiert. Und natürlich wollten wir auch, dass Paul gegen den Besten antritt und dementsprechend auch den Besten eingetreten ist. Aber das Einzige, was ich sagen will, ich verstehe diesen spanischen Ringrichter nicht, wie der gewertet hat. Das kann ich nicht akzeptieren. Und für uns geht es jetzt einfach zurück ins Training. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen, die wir scheinbar gemacht haben. Und dann freuen wir uns natürlich auf das Rematch. Danke, Joe. Uli Wegner, Arthur Abraham, wir haben es schon gehört, besten Kampf seit langer, langer Zeit. Er hat ihre Anweisung umgesetzt. Sie hatten im Vorwege des Kampfes gesagt, wenn sie ihn nicht mehr erreichen, dann wäre ihre Zusammenarbeit irgendwann mal beendet. Jetzt hat er alles richtig gemacht, oder? Sind Sie stolz auf ihn? Jetzt ist lebenslänglich verbunden. Naja, wollen wir mal die einschätzen. Sicherlich gibt es viele Sachen, die der Trainer macht. Und jetzt muss ich ganz kurz zu deiner Frage antworten. Das wäre sicherlich Diskussionsstoff geworden mit dem Manager, mit mir und mit dem Sportler. Wenn ich das können, was Arthur kann, und ich kann es nicht mal abrufen, der sollte mir als Trainer so klug sein. Es geht nicht um den Trainer, es geht hier um den Sportler. Und wenn ich den anderen mehr motivieren kann und mit ihm dann wieder neue Leistungen haben, warum denn nicht? Aber eins würde ich sagen, Joe, ich muss sagen, deine Einschätzung ist großartig. Das steht euch allen gut zu Gesicht, dass ihr sportlich fair seid. Ich erkenne das wirklich an von Paul, dass er eine Bombenleistung gebracht hat. Aber wir haben gewonnen, Arthur hat gewonnen, da gibt es nicht dran zu deuteln. Wir brauchen jetzt über 1911 nicht, 9 nicht diskutieren. Das ist daher hingeholt, aber da würde ich auch keinen Kampf jetzt Vorwurf machen. Ich möchte nur sagen, es war ein toller Kampf fürs Publikum. Arthur hat verdient gewonnen. Er hat sein Leistungsvermögen heute abgerufen. Ich bin heute eigentlich ein sehr zufriedener Mensch. Und heute muss ich wirklich sagen, Arthur, ich war endlich wieder mal stolz auf dich. Aber solche Gegner, die so viel Potenzial haben, Paul und Joe, muss sagen, ich ziehe den Hut für euch. Und das war wirklich für das Publikum ein sehr, sehr spannender Kampf, wo Arthur seine Strategie und Taktik durchgesetzt hat. Natürlich ist das Management dafür verantwortlich, ob wir ein Rematch machen. Habt ihr auch verdient. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich denke trotzdem, dass wir als Freunde auseinandergehen und wir sehen weiter, wie das Management wird das schon machen.
Alright, if you do the rematch, we have it in England, I take you to Old Trafford, okay? Okay. Vielen Dank, Uli Wegner. Bevor es zu solchen möglichen Kämpfen kommen könnte, Arthur Abraham, Sie haben vorhin schon bei den Kollegen der ARD gesagt, dass Sie vielleicht jetzt endlich diesen Kampf bekommen könnten, auf den wir seit Jahren hinarbeiten. Und zwar boxen demnächst Felix Sturm gegen Robert Stieglitz. Der Sieger daraus, ist das ein Gegner für Sie? Ja, ich bin der Weltmeister und die beiden sind kein Weltmeister. Ich würde gerne den Gewinner eine Chance geben, um die Weltmeisterschaft zu boxen. Ich bin von meiner Seite sehr gerne bereit, diese Chance zu geben. Warum nicht? Das ist für das deutsche Publikum ein sehr interessanter Kampf. Aber bis dahin, ich würde auch gerne mal im Dezember auch boxen. Ich will nicht so lange Pause machen, weil die boxen im November, ich boxe mal im Dezember und danach, nächstes Jahr, können wir miteinander boxen. Das ist eine ganz klare Aussage. Kalle Sauerland, was sagen Sie zu den Plänen? Ist das realistisch? Ja, also ich sage erstmal, ich finde den Kampf Sturm-Stieglitz klasse. Das ist auch Boxen auf Augenhöhe. Das ist ein Fanskampf, ein Kampf für die Fans. Und ja, wenn wir das so sagen, dass der Preis ein Antritt gegen Arthur Abraham ist, dann können wir es so ausdrücken. Warum nicht? Ja? Aber es ist ja Profiboxen, das Geschäft muss auch Sinn machen. Also das muss für uns Sinn machen, wir sind ja Weltmeister. Aber man hat heute Abend gesehen, was für Kämpfe in dieser Gewichtsklasse es gibt. Paul Smith, wenn wir über ein Rematch reden, ich werde Montag auch mit Eddie darüber reden. Es gibt so viele sehr gute Möglichkeiten, so gute Kämpfe. Ja? Wir haben heute Abend auch junge Boxer gesehen, die durchgekommen sind. Also ein Feigenbutz, der kommt auch, es ist noch zu früh, glaube ich, für den Kampf, aber der würde auch nächstes Jahr auch. Da sind so viele spannende Paarungen im Supermittelgewicht und es ist einfach eine großartige Gewichtsklasse. Danke, Kalle Sauerland. Und nun zu Ihren Fragen, bitte. Arthur, wie hat denn die Rücktrittsandrohung von Uli Wegner auf dich gewirkt? Das war nicht gut, Herr Lublich. Er hat gesagt, wenn ich nicht gut boxe, dann tritt er zurück. Und heute habe ich versucht, Gas zu geben, dass er mal zufrieden ist, dass er mal glücklich ist, dass er mal nicht schimpft. Heute hat er mir nach dem Boxkampf bei mir ein Küsschen gegeben. Da war ich überrascht. Sowas vom Trainer habe ich nach 11 Jahren nicht erlebt. Erste Mal nach 11 Jahren. Er war zufrieden. Aber wenn er zufrieden ist, dann bin ich glücklich. Aber ich bin seit 11 Jahren bei ihm im Gefängnis. Ich bin nicht zufrieden. Und wer gewinnt für dich das Duell Sturm-Stieglitz? Das kann ich nicht sagen, das ist schwer. Beide sind gute Boxer und da kann ich nicht sagen, wer gewinnt. Das ist schwer für mich zu sagen. Weitere Fragen bitte, Herr Jensen. Kalle, wie sehr stürzt sich das jetzt schon wieder so eine blöde Diskussion um Urteil aufkommt? Die Diskussion kommt aber aus einer Fan-Ecke. Also diesmal kann man da nicht Diskussion. Also es war ein guter Kampf, deshalb könnte man im Rematch sehen, aber es ist kein Urteil, wo man jetzt sagt, also Urteil völlig okay. Ich muss auch was sagen, ist aber auch logisch, es ist ja auch Geschäft, ja, und man muss sich in so eine Rematch-Situation reinreden, ja, und das ist natürlich auch eine coole Geschichte, können wir aufbauen, aber lass uns erstmal heute Abend auch den Sieg von Arthur und die Leistung von Arthur und von Paul, ja, die tolle Leistungen hier im Ring und im Sport auch mal ein bisschen feiern und nicht sofort mit negativen Kommentaren kommen. Yeah, Kalle, I think you probably just answered in German, but my German's failed me. How could Paul feature in Arthur's future? What are the future plans? Well, you know, it's at the end of at the end of the day to do fights which make sense for the fans. I think if there's something, the fact that it makes sense for the fans is, of course, the interest of my fighter. It's always my interest to look after their interests. It's my job. I would say that the rematch, if there's a loud call from the UK, it's something that we'll talk about and discussions about other fights as well with Eddie. So it's been a pleasure to work with everyone at this table on this side of course, but
you know, the whole Smith family. You know, I really have a lot of love for Paul. I think he's a great kid, and all the brothers as well, and the dad, and Joe. And you know, we'll sit down and, you know, as I said, you know, I want to let the dust settle a little bit, because it's not a fight that I would say, you know, it's something that Arthur is not going to. He's not going to say, I'm not going to do it, because I think he has strong feelings. No, that's what I just said. He's not going to say that he's not going to do it. He said he feels very strongly about how he fought and how he won. So, you know, if the demand's there, let's get it on. Also, wie gesagt, wir machen natürlich Kämpfe, die Sinn machen, die auch die das Publikum will, die finanziell Sinn machen. Und da steht natürlich ein Kampf wie Stieglitz gegen Sturm ganz hoch in der Gunst, aber ich verstehe natürlich auch, dass jemand wie Paul nach so einer Leistung ein Rematch haben möchte. Aber wir müssen erstmal schauen, dass sich der Sturm legt, und dann können wir es gern diskutieren, ob wir so ein Rematch machen. Und wenn die Forderung da ist, sowohl in Deutschland als auch in England, dann machen wir so einen Kampf. Ich mag alle Brüder sehr, und ich arbeite gern mit ihnen zusammen, und wie gesagt, wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Danke. Weitere Fragen bitte? Eine Frage an Paul Smith. Alle haben gewartet auf Wayne Rooney, auf seinen Freund und Kumpel. Hat er sich in der Zwischenzeit mal gemeldet, und wie hat er den Kampf gesehen, wenn er ihn gucken konnte? Everyone is talking in the press beforehand about Wayne Rooney coming to this fight. So did you hear back from him, and how did he see the fight maybe? Have a look at his Twitter. You'll see his comments and what he said. You can read it out. Stephen Gerrard also just texted me the same thing. I'll just read out loud in English. We have judges if they don't judge correctly. Robbing people of their dreams. The boxing board has to act. Also Übersetzung, also wieso hat man Ringrichter, wenn sie keine vernünftigen Urteile entscheiden können? So beraubt man Leute von ihren Träumen, und die WBO hat zu reagieren. Wayne Rooney ist ein guter Fußballer. Dankeschön. Weitere Fragen bitte? Ja, du. Kalle, hast du den Wunsch geäußert, im Dezember auf eurer letzten Veranstaltung in diesem Jahr nochmal zu boxen? Wird das dann eine Mammutveranstaltung mit 4 Weltmeisterschaftskämpfen oder was denn? Bremer steht vor der Tür, Hernandez steht vor der Tür, und Arthur will auch nochmal boxen. Ja, also die Frage ist natürlich, wie geht's, also die Frage ist ein bisschen größere Frage, oder? Also so, wie geht's weiter? Ja? Und das kann ich jetzt erst in den nächsten paar Wochen beantworten, weil wie es bekannt ist, sind wir in Verhandlungen, und da werden wir sehen, welche Termine zur Verfügbarkeit sind. Also maximal 2 Weltmeisterschaftskämpfe im Dezember, oder? Wie würdest du das meinen? Es gibt noch einen Termin, oder es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also alles offen erstmal. Außer dem Nikolaustag, da kann man noch 2 Kämpfe machen. Aber ich habe noch eine Frage an Arthur. Arthur, wirst du mit deinem Trainer mitgehen, der ja dir in Isolationshaft verpasst hat, du jetzt nur eine super Leistung gebracht hast, wobei ich die Engländer gar nicht verstehe. Also 109 zu 110 oder 109 war vielleicht ein bisschen hoch, aber so weit weg waren wir auch nicht. Wir haben mitgewertet von dieser Wertung. Wie siehst du das? 117, 111 reicht auch, oder? Kein 117, 111, es reicht. Ja, einer hat ein bisschen zu viel gemacht, ist nicht so schlimm. Aber die nächste Frage war? Wie das ist jetzt mit der Methode des Trainers, Isolationshaft während der Vorbereitung. Ja, ich bin seit 11 Jahren in Isolationshaft. Das ist für mich, mein Weg, ich sehe Sie, ich habe wenig Haare, alles wegen Ihnen. Ihr denkt, mein Leben ist Urlaub oder Trainingslager. Das ist wirklich sehr anstrengend mit dem Aufstehen, trainieren, essen, schlafen, aufstehen, trainieren, Sauna, Massage, trainieren, essen. Jeden Tag das Gleiche und dann Schimpfe hören. Ganzen Tag, nicht ein Lob. Aber heute hat er erstmal ein Küsschen gegeben auf die Wange. Da war ich stolz.
Aber sonst nie. Nur schimpfen. Aber er ist gewohnt, nur zu schimpfen. Er lobt nicht mal. Ich verstehe nicht warum. Oder kann er nicht, oder will er nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es schwer. Solche Menschen auszuhalten ist sehr schwer. Ja, das wisst ihr nicht, aber ich wünsche euch nicht, dass ihr eine Woche mit ihm lebt. Uli Winger, dazu können Sie jetzt mal was sagen. Na gut, um fair zu sein, er ist ja gut weggekommen, nicht? Wenn ich höre, was er jeden Monat verdient, da war ich immer blass. Also, es ist nicht einfach, im Leistungssport nach Leistung zu trachten, das ist klar. Und ich bin verdammt, ich werde von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr ehrgeiziger. Ich weiß auch nicht warum. Und da stelle ich hohe Anforderungen, das gebe ich zu. Entweder erleidet das einer, dass er so erfolgreich, so gut boxt wie Arthur heute, oder das geht nicht. Leistungssport, das kommt Leistung. Und ich glaube, auf der Halle ist bei mir viel Spaß, trotz alledem. Wer mich kennt, ich habe immer ein paar schöne Sprüche drauf, aber es ist für ihn gar nicht so einfach. In ganz seinem Umfeld bestimmt er, wenn ich gestern mit ihr gesehen habe, wie die alles zum Essen gegangen, die Armenier. Arthur geht vorne weg, 20 Mal hinterher, ist klar, und bei mir muss ich einholen. Ne? Das ist ja nicht so einfach, gebe ich ihm recht. Aber ich denke, er hat es bis jetzt ausgehalten, vielleicht hält er so ein bisschen aus. Ein sehr schönes Schlusswort und damit eine letzte Frage noch. Wie sieht es denn aus im nächsten Jahr? Wir haben gesagt, wir wissen eigentlich schon, wie es weitergeht. War das heute Werbung irgendwie für eine weitere Partnerschaft? Ja, also sportlich gesehen auf jeden Fall. Ja? Also das war die perfekte Werbung, besser geht nicht. Sport auf Augenhöhe, toller Kampf und großartige Leistung von einem deutschen Weltmeister. Ja? Wie es weitergeht, es gibt Verhandlungen. Wir haben ein ganz klares Konzept, das wir uns vorstellen, von wo es weitergeht. Wir haben eine starke Position wie nie zuvor. 4 deutsche Weltmeister, 5, 6, 7 richtig tolle Talente. Heute Abend Noel Gevo, Enrico Kölling, tolle Leistungen und Stefan Hertel auch. Aber besonders natürlich, wo ganz viel gesprochen wird, heute Abend wurde, ist natürlich Vincent Feigenwitz auch, der jetzt neu dazugekommen ist. Wir haben, man redet ganz viel über, haben eine Boxer gekündigt und so weiter. Also wir haben dieses Jahr Stefan Hertel und Vincent Feigenwitz dazugeholt. Wir setzen sehr auf die Qualität und nicht die Quantität. Und da sind wir jetzt, wo ich fühle, dass wir einfach das stärkste Team vielleicht sogar aller Zeiten in unserem Stall haben. Das war ein schönes Schlusswort und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank Kiel, tolle Stimmung, tolle Halle. Wir kommen wieder. Wir sehen